Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Ich habe auf der Tierlaube auf dem Tierhaus eine Photovoltaikanlage gebaut. Diese Anlage läuft komplett autark vom Stromnetz. Es handelt sich um eine sogenannte Inselanlage. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich diese Anlage aufgebaut habe, wie ich sie geschalten habe, wie ich diese 3 Module miteinander verbunden habe. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze gemacht habe, dann bleibt dran, gleich geht's los. Meine PV-Inselanlage besteht aus insgesamt 3 Modulen mit jeweils 130 Watt Leistung. Die Sonnenenergie wird über eine Batterie gespeichert und in der Nacht wird die Heizung und die Beleuchtung für das Tierhaus versorgt. Im Inneren habe ich eine Batterie, den Spannungswandler, den Laderegler und eine automatische Umschaltvorrichtung, die, wenn die Batterie alle ist, auf Netzstrom umschaltet, installiert. Diese ganzen Bauteile stammen aus einer Serie bzw. aus einem Komplettset, was ich mir persönlich etwas modifiziert habe. Ich werde euch in diesem Video mitnehmen und zeigen, wie ich diese Anlage gebaut habe. Hierfür spule ich nun einfach mal zurück und wir schauen uns mal an, aus welchen Komponenten die Anlage besteht. Ich habe die Komponenten für die PV-Anlage ausgepackt. Wie ihr sehen könnt, ist einiges zusammengekommen. Neben den 3 PV-Modulen habe ich die Halterung, die Aufständerung für alle 3 Module. Ich habe den Laderegler, ich habe den Wandler, eine Batterie, verschiedene Kabel, Weichen, Übergänge, einen Umschalter für den Netzbetrieb, einen manuellen Umschalter und jede Menge Schrauben zur Befestigung. Bevor ich das Ganze nun aufbaue, möchte ich erst einmal ins Detail gehen. Bei den Modulen handelt es sich um monokristalline Module mit einer Leistung von 130 Watt. Die Kennzahlen seht ihr hier auf dem Aufkleber. Ob die Leistung auch bei mir in dieser Größenordnung gebracht werden kann, wird sich zeigen. Der Anschluss ist auf der Rückseite fest montiert. Ein Kabel ist ebenfalls dabei mit dem Plus- und Minuspol direkt schon steckerfertig vorbereitet. Das bedeutet, ich kann die Kabel, die Verlängerung einfach anklipsen und muss hier nicht zaubern. Apropos Kabel. Im Set inklusive war das Kabel für den Anschluss vom Laderegler an die Batterie. Im Set inklusive war darüber hinaus ein Kabel mit 6 Metern Länge, sowohl für Plus- als auch für den Minusanschluss, um die Module am Laderegler anzuschließen. Diese 6 Meter sind in meinem Fall zu wenig, deswegen habe ich mir ein längeres Kabel gekauft, über 15 Meter. Um die Module aufzuteilen, ich habe ja 3 Eingänge, die von den Modulen kommen, brauche ich einen Abgang bzw. eine Weiche, die diese 3 Module auf einen Kabelausgang weiterleitet. Dieser Anschluss war im Set inklusive. Da ich nicht weiß, ob ich alle 3 Module wirklich auf das Gartenhaus bekomme und gegebenenfalls auf das zweite Haus ausweichen muss, habe ich mir auch eine Doppelweiche besorgt. Alternativ kann natürlich auch eine kabelgebundene Weiche eingesetzt werden. Hier kommen die Abgänge von den Modulen auf die Stecker und auf der anderen Seite ist der entsprechende Gegenpart, wo das Kabel angeschlossen werden kann. Aus 2 mach 1. Was habe ich noch dazu besorgt? Da ich nicht weiß, wie die Übergänge werden, ob ich die Kabel unterbrechen muss oder ob ich sie am Stück ziehen kann, habe ich entsprechende Verbinder besorgt, die im Außenbereich feuchtigkeitsgeschützt, nässegeschützt funktionieren. Im Set inklusive waren auch die Werkzeuge, um die Kabel in diese Anschlüsse, in diese hier einzupressen bzw. einzuschrauben. Der Laderegler ist im Set ebenfalls inklusive. Ich habe mir, das muss ich ganz ehrlich sagen, vorab ein wenig Gedanken gemacht, aber habe das Paketset gekauft. Ihr werdet sicherlich bessere Laderegler als diesen hier finden, aber ich habe hier Alu
Kühlrippen auf der Rückseite, das scheint schon mal etwas Ordentliches zu sein. Vom Gewicht her tendiere ich hier auf ein knappes halbes Kilo. Ein paar Funktionen sind dabei und ich habe hier die Anschlüsse für insgesamt 2 Module, die ich direkt anschließen kann. Über die Weiche können natürlich auch mehr angeschlossen werden, solange die maximale Leistungsaufnahme beachtet wird. Ich habe die beiden Abgänge für die Batterie und ich habe hier sogar noch einen Abgang für eine Stromversorgung, die entsprechend dann auf diesem 12 Volt System läuft. Eine Umschaltstation habe ich ebenfalls besorgt. Mit dieser Umschaltstation ist es möglich, die Stromversorgung sicherzustellen, auch wenn die Batterie leer ist, und zwar völlig automatisch. Hier ist es so, der Strom wird primär über die Batterie in mein Gartenhaus, in das Vogelhaus weitergeleitet. Sollte die Batterie nicht mehr genügend Leistung haben, um die Stromversorgung sicherzustellen, schaltet dieses Gerät automatisch auf den Netzstrom um. Es findet eine getrennte Schaltung statt und das Vogelhaus wird automatisch wieder über den ganz normalen Netzstrom versorgt. Anmeldepflichtig ist das Ganze meines Wissens nach nicht, denn es findet keine Verbindung von der Solaranlage, von der Inselanlage zum Stromnetz statt. Übrigens, all die Bauteile, die ich hier verwende, verlinke ich euch unten im Video in der Beschreibung. Dort könnt ihr das Ganze ganz bequem nachkaufen. Das nächste Bauteil meiner Inselanlage ist der Spannungswandler. Mit diesem Gerät ist es möglich, die 12 Volt Gleichstrom, die ja in der Batterie gespeichert werden, umzuwandeln in 220 Volt Wechselstrom. Dieses Gerät kann 1500 Watt Dauerleistung erbringen. Die Maximalleistung ist sogar etwas größer angegeben mit insgesamt 3000 Watt. Das sollte aber kein Dauerzustand sein. Ihr seht hier einige Kennzahlen, die hinterlegt sind. 50 Hertz, europäisches Netz, ganz klar. Und die Möglichkeiten, wo dieses Gerät eingesetzt werden kann. Zum Beispiel wie bei mir im Gartenhaus, aber auch beim Camping, auf dem Caravan oder eben da, wo jetzt gerade Bauarbeiten laufen und ein Anschluss einer Stromquelle nicht möglich bzw. nicht vorhanden ist und eben ganz allgemein im Off-Grid-Bereich außerhalb der regulären Stromversorgung. Dieses Gerät ist schick eingepackt, inklusive einem weiteren Kabel von der Batterie an den Inverter. Das Gerät hat ein Gewicht, ich schätze mal locker 2-3 Kilo, was es auf die Waage bringt. Ihr seht hier, ich habe die Anschlüsse für 2 Schuko-Stecker. Ich habe einen Anschluss für einen USB-Adapter. Damit kann ich auch Strom ziehen. Für das Mobiltelefon zum Beispiel einen separaten Ein- und Ausschalter, Kontroll-LEDs. Auf der Rückseite sind 2 Lüfter verbaut. Laut der Beschreibung sollen diese sich automatisch steuern, entsprechend der Hitzeentwicklung. Ich habe die beiden Eingänge, um dann das Kabel von der Batterie entsprechend an den Inverter anzuschließen und auch hier noch einen Masseausgleich, der hier angeschraubt wird. Das Gerät hat Kühlrippen zusätzlich, hier entsteht richtig Wärme. Da bin ich gespannt, ob das Gerät die entsprechende Leistung auch bringt. Die letzte Komponente, die zu meiner Inselanlage natürlich dazugehört, ist die Batterie. Ich habe mich für den Anfang für eine 12 Volt 120 Ampere-Stunden Batterie entschieden. Es handelt sich hier um eine Nassbatterie, um eine spezielle Batterie, die für solche Anlagen gebaut worden ist. Vom Prinzip her ist es eine Art Bleisäurebatterie, nur dass eben statt der normalen Elektroden hier ein spezielles Polyester eingearbeitet worden ist. Ob das am Ende irgendwo einen brauchbaren Vorteil bringen wird gegenüber einer Standard-Bleisäurebatterie, das werde ich merken. Zumindest sind diese Solarbatterien speziell dafür optimiert, eben die Ladezyklen gut auszuhalten. Tiefenentladung und ähnliches sollen die besser abkönnen. Während des Transports ist an der Seite ein kleiner Nippel festgemacht, der hier in diesem Loch steckt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und hier soll als allererstes der Nippel entfernt werden, ganz wichtig, damit die Luft entweichen kann, die sich hier bildet. Ich werde nun diese ganzen Komponenten mir zunächst hier in meiner Werkstatt aufbauen, damit ich weiß, wie das Ganze geschalten werden soll, und dann zeige ich euch, wo der Einbau beginnt. Hier seht ihr nun den zukünftigen Aufbau der Anlage. Im Folgenden
Ich habe hier das PV-Modul, insgesamt 3 Stück. Diese 3 Stück muss ich erst einmal an einem Kabel zusammenbringen. Je nachdem, wie der Platz auf meinem Gartenhaus ist, kann ich direkt 3 Module anschließen und mit einem Kabel fortführen, oder ich werde zunächst 2 Module einführen in das Kabel und von einem zweiten Platz ein weiteres Kabel bringen. Das Kabel läuft dann vom Modul in den Laderegler, und zwar in den Eingang für die PV-Module. Wenn ich jetzt nur 3 an einem Kabel habe, werde ich alle 3 in einem Anschluss unterbringen. Für den Fall, dass ich das dritte Modul nicht hier unterbringe, würde ich dieses direkt hier anschließen. Vom Laderegler aus geht das Kabel, also das Plus- und das Minuskabel, zur Batterie. An der Batterie wird entsprechend Plus und Minus angeklemmt. Der Laderegler sorgt dafür, dass, wenn die entsprechende Spannung kommt von den PV-Modulen, wenn die Sonne scheint, dass die Batterie geladen wird. Ansonsten würde nichts weiter passieren, außer dass ich über diesen Anschluss mir Strom bzw. hier über die USB-Ports hier den Strom holen könnte. Von der Batterie wiederum werde ich den Strom an den beiden Polen abnehmen und an den Inverter anschließen, an den Spannungswandler. Hier auf der Rückseite gehen die Kabel direkt hinein. Im Spannungswandler wird der Gleichstrom der Batterie, der von den beiden Polen kommt, umgewandelt in 220 Volt Wechselstrom. An der Vorderseite des Spannungswandlers befinden sich die beiden Dosen. Hier werde ich einen Schokostecker anbringen, werde diesen mit einem Kabel versehen, welches direkt in den Umschalter, in die Umschaltstation läuft. Diese Umschaltstation bekommt zusätzlich einen Anschluss aus dem Netz. Hier fließt der Strom der Batterie ein mit Vorrang aus dem Spannungswandler. Gleichzeitig fließt der Strom ein aus dem Netz. Und wenn der Strom, der vom Spannungswandler kommt, ausreichend ist, die entsprechende Stärke und Spannung hat, wird dieser Umschaltstation den Strom aus der Batterie letztendlich nehmen und weiterleiten an das Gartenhaus. Sollte die Leistung der Batterie nicht ausreichen, wird direkt der Netzstrom umgeleitet. Ihr seht also, der Aufbau ist gar nicht so kompliziert. Spannend wird es natürlich im Detail. Und damit ich jetzt ins Detail gehen kann, werde ich zunächst die Module auf das Dach bringen, um erstmal herauszufinden, bekomme ich alle 3 Module nebeneinander oder muss ich auf das zweite Dach ausweichen. Hierfür werde ich jetzt die Aufständerung zusammenbauen und an die Module anschrauben. Ich habe die Unterkonstruktion, ich habe die Aufständerung vom ersten PV-Modul angebracht. Wie ihr sehen konntet, funktioniert das Ganze wunderbar einfach. Sämtliche Schrauben und Zubehörmaterialien sind bei diesem Produkt dabei. Das Tolle an dieser Aufständerung ist es aber, dass ich den Winkel des Moduls später problemlos auch im Nachhinein noch verändern kann. Ich habe hier oben eine Schnellspannschraube, ich habe hier unten eine Schnellspannschraube. Ich kann diesen Querriegel problemlos weiter nach vorne ziehen, somit den Winkel der kompletten Konstruktion öffnen und kann das Modul auf diese Art und Weise stärker anwinkeln, das heißt gerade im Winter stärker der Sonne zuneigen. Übrigens, diese Aufständerung habe ich euch unten im Video verlinkt. Wenn ihr mögt, könnt ihr dort einfach klicken und euch das Ganze bequem nachbestellen. Pünktlich zum Wochenende hat das Wetter natürlich umgeschlagen und es regnet und nieselt. Nichtsdestotrotz werde ich heute die Module auf das Dach bauen. Ich werde die Module auf das Dach des Vogelhauses direkt montieren und das dritte Modul wird hier oben auf die Gartenlaube kommen. Die Sonnenrichtung, der Süden, ist direkt dort. Das heißt, Module haben grundsätzlich immer die volle Sonne.
Durch unser Haus ist dann irgendwann ab 16, 17 Uhr im Winter aber Schluss, da wird dann nichts mehr kommen. Im Vogelhaus sieht es mittlerweile so aus. Ich habe über die Ecke jeweils die Bereiche für die Vögel aufgebaut und der Boden ist für die Nagetiere vorbehalten. Die beiden Vogellampen, die ihr hier sehen könnt, haben einen Verbrauch von 75 Watt und laufen am Abend und am Morgen über eine Zeitschaltuhr. Die entsprechende Technik habe ich hier hinten über eine Steckdose direkt in der Wand verbaut. Der Heizlüfter hat eine Leistung von 800 Watt bzw. 1600 und wird über ein Thermostat gesteuert. Aktuell läuft er ungefähr 2 bis 3 Stunden über die Nacht. Die Stromverteilung hier im Gartenhaus erfolgt über diesen Verteilerkasten. Hier habe ich die Lichtschalter, zusätzliche Steckdosen und ähnliches angeklemmt. Über die Hauptzuleitung, die über dieses Leerrohr aus dem Boden herauskommt, werde ich auch den neuen Solarstrom einspeisen. Hier werde ich das neue Kabel von den Modulen durch das Leerrohr zusätzlich mit einziehen, um es in mein anderes Gartenhaus zu bekommen, denn dort soll ja die Verteileranlage aufgebaut werden. Irgendwo in diesem Bereich hier oben werde ich dann einen Durchbruch machen, um die Kabel vom Dach außenrum in das Haus hineinzuholen. Damit die Module stabil stehen, ich habe hier ja nur eine USB-Decke aufgebaut, werde ich die Module direkt über das Dach in den Holzbalken verschrauben. Das bedeutet, ich werde mir die Abstände messen von der Außenwand bis zum Balkenmitte und entsprechend oben auf dem Dach abzeichnen und dort die PV-Module anbahnen. Die erste Etappe ist fertig. Die Module sind auf dem Dach fest montiert und die Kabel sind bis in die Verteilerzentrale gezogen. Auch das dritte Modul habe ich auf dem zweiten Gartenhaus angebracht. Das Kabel ist entlang des Daches nach oben gezogen worden und auch hier direkt durch die Wand der Gartenhütte ins Innere verlegt worden. Ich werde die Kabel der 3 Module nun an diesem Regal zusammenführen. Dieses Regal habe ich mit einem Brett versehen, an dem ich vorab hier vorne dran die Technik verschrauben will. Das Regal ist stabil genug und bietet ausreichend Platz für zunächst eine Batterie, aber ich kann später problemlos weitere Batterien nachrüsten. Ich habe die Module angeschlossen. Die Kabel kommen von oben aus der Wand heraus bzw. unten über den Boden kommen das Kabel von den Doppelmodulen. Die Kabel von den Modulen verlaufen rückseitig jeweils an die Anschlüsse S1 und S2. S2 ist das Einzelmodul und S1 ist das Doppelmodul. Von hier aus geht ein Kabel direkt an die Batterie weiter. Auf der Rückseite sieht das Ganze wie folgt aus. Ich habe mir die Kabel durchgezogen, habe sie mir ein wenig zurechtgebastelt und direkt an der Batterie angeschlossen. Von der Batterie geht ein weiteres Kabel direkt an den Spannungswandler auf die Rückseite, entsprechend Plus und Minus richtig gepolt. Vom Spannungswandler geht ein Kabel über einen Schokostecker, welches dann an meiner Umschaltstation auf dem AC2 ankommt. AC2 bedeutet Vorrangschaltung. Die Anlage läuft so, dass primär der Strom über die Batterie weitergegeben wird. Sollte die Batterie alle sein, schaltet das System automatisch auf den zweiten Eingang um. Das ist die Netzversorgung, der Strom, der am Haus anliegt. Entsprechend, wo die Quelle herkommt, ist es völlig egal, denn in jedem Fall geht der Strom weiter über dieses Kabel direkt zur Verteilung, die ich dort oben geschalten habe, weiter in das Gartenhaus. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze gar nicht sonderlich kompliziert. Ich habe hier an meiner Wand noch ein wenig Platz für den Fall, dass ich das Ganze mal erweitern möchte oder weiter aufrüsten möchte. Auch in den Regalen ist noch jede Menge Platz für den Fall, dass ich weitere Batterien anklemmen möchte.
Bevor ich das Ganze nun teste, an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Die Komponenten, sowohl einzeln als auch das Paket, verlinke ich euch unter dem Video in der Beschreibung. Da könnt ihr das Ganze bequem nachbestellen und auch nachbauen. Ich werde nun den Spannungswandler einschalten und anschließend schauen, ob das Ganze auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, ihr konntet es hören. Das Relais hat geschalten, der Strom läuft nun über den AC2-Eingang, das heißt von der Batterie kommt der Strom und wird weitergeleitet an das Gartenhaus. Wenn ich nun den Spannungswandler abschalte, muss das System automatisch umschalten wieder auf den Netzstrom. Das werde ich jetzt tun. Ihr habt es gehört, ein kurzes Piepen in dem Moment, wo der Spannungswandler abgeschalten wird und sofort schaltet dieses System auf den Netzstrom zurück. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Was mich an diesem System ein wenig stört, ist, dass es hier keine optische Anzeige gibt. Der Deckel ist komplett verschlossen. Ich kann nicht sehen, von wo aktuell der Strom eingespeist wird. Ich werde dieses System nun einige Zeit laufen lassen. Idealerweise eine komplette Saison, um euch dann ein Video zu zeigen, in dem ich einen Rückblick wage, eine Zusammenfassung, ein Fazit. Damit ihr dieses Video dann nicht verpasst, abonniert am besten jetzt meinen Kanal und ihr verpasst auch die anderen Videos nichts. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir ein Like, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!